Was braucht eine Künstlerin, um 2025 den Durchbruch zu haben? Ich glaube, natürlich hat man heute... Wenn du die Branche mit einem Fingerschnips verändern könntest, was wäre der Impact, den dieser Fingerschnipp hätte? Ich bin nicht gegen Daten und gegen Zahlen, aber... Ihr Lieben, danke, dass ihr hier seid und euch die Zeit nehmt, vorbeizukommen. Ich bin Julia Gröschel, Hip-Hop lebt Podcast-Host und ich sage euch ehrlich, ich bin nervös, heute hier vor euch zu sprechen und sprechen zu dürfen und freue mich aber auch im gleichen Atemzug seit Monaten auf heute. Mein heutiger Gast hat wirklich über mehrere Jahrzehnte die Musikindustrie mitgeprägt und war wirklich auf vielen Ebenen unterwegs, egal ob bei T-Online, ob so eine Plattform wie Napster zu entwickeln, nur eben in legal, man kennt's, dann als Director bei Napster selbst, dann als Head of Music bei iTunes, Head of Apple Music, General Manager bei Universal Music und bis zu seinem Ausstieg im Spätsommer 2024 als CEO von Sony Music Deutschland, Österreich und Schweiz. Ihr merkt also, ich habe mir heute ein richtig Schwergewicht eingeladen. Und soweit ich weiß, spricht er auch das erste Mal seit seinem Ausstieg öffentlich. Da freue ich mich sehr drauf. Wir sprechen heute über die Musikbranche der Zukunft, wie Vielfalt gefördert werden kann und über seinen Mut, immer neue Wege zu gehen. Dann würde ich sagen, heißen wir ihn doch mal gemeinsam willkommen. Macht mal Lärm für Patrick Mushatzi-Kareba. Vielen Dank für die netten Worte und vielen Dank für die nette Begrüßung. Wow, ist viel Licht, aber ich sehe, dass es sehr voll ist und das freut mich sehr. Danke sehr. Schön, dass du da bist und mir die Ehre erweist heute. Ich persönlich finde deinen Weg super inspirierend, denn als du vor knapp über 25 Jahren in die Musikbranche gestartet bist, hast du ja noch einen kleinen Schwenker gemacht, bevor du direkt auf C-Level mehr oder weniger auch eingestiegen bist, was ich sehr interessant finde, da kommen wir noch drauf zurück. Du hast ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht in einem Chemiekonzern, dann Politikwissenschaften studiert und auch als Journalist gearbeitet. Wie wichtig war denn gerade dieser Umweg für dich, um dann auch dein Interesse und den Reiz zu spüren, in die Musikindustrie zu wechseln? Ja, du sagst es, also zum einen ist es fast schon 30 Jahre her, also 28 Jahre oder 27 Jahre her. Und das war ein sehr wichtiger Umweg, weil ich zumindest dann wusste, was ich nicht machen möchte. Also ich habe damals eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht bei einem Chemieunternehmen, das es jetzt nicht mehr gibt. Das nannte sich die Höchst AG und war so ein bisschen ergriffen und besessen von dieser Idee. Oder was heißt besessen? Also das fußte so ein bisschen auf dieser Überlegung, mach etwas Solides und ich wollte sozusagen einen traditionellen Weg gehen. Habe dann diese Ausbildung gemacht und wusste dann, okay, das ist definitiv nichts für dich. Und bin aber auch nicht so ein Typ, bin kein Quitter, habe das zu Ende gebracht und habe dann überlegt, was so die Konstanten in meinem Leben sind, wenn es darum geht, wenn es um Passionen geht, wenn es um Dinge geht, die mich berühren und die mich antreiben. Und da war Musik schon immer ein sehr wichtiger Punkt, ein sehr wichtiges Feld. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Musik eine sehr große Rolle gespielt hat. Nicht im kreativen Sinn, keine MusikerInnen, aber eine relativ große Plattensammlung damals. Und ja, dann war der Weg oder der Wille, in die Musik zu gehen, relativ ein kurzer. Und ich habe mich dann für das Studium der Politikwissenschaften entschieden. Das war 1996 und habe dann in den ersten Semestern, in den ersten Jahren probiert, diesen Musikgedanken in konkrete Aktionen und etwas Konkretes umzusetzen und hatte dann das Glück, dass ein Frankfurter Stadtmagazin, das es immer noch gibt, das Fritz-Magazin, jemanden gesucht hat für die Musikredaktion. Und ich hatte das Glück, dass der Mensch, der damals der Chefredakteur war,
Es war einer von 2, 3 Leuten, denen ich extrem viel zu verdanken habe im Leben, im Berufsleben. Also jemand, der sozusagen an einer bestimmten Kreuzung mir gesagt hat, komm nach rechts oder komm nach links. Und der hat mich, ohne ein Volontariat zu haben, ohne nicht mal in der Schülerzeitung geschrieben zu haben, hat er mir eine Chance gegeben und von da an ging es los. Was denkst du denn, haben andere in dir gesehen, dass sie dir so schnell und so früh auch in deiner Karriere die Verantwortung gegeben haben in einem dir neuen Terrain? Ich glaube, wenn ich an dieses besagte Gespräch zurückdenke, war das jetzt keine mystische Antwort, die ich da geben kann. Also es war einfach einfach Sympathie. Ich war ihm sympathisch und er hat mir abgenommen, dass ich zumindest auch ohne Erfahrung alles reinlegen würde und hat mir einfach eine Chance gegeben. Und das sind Dinge, die ich nicht nur nicht vergessen habe, sondern die ich auch beherzige, habe ich auch später immer beherzigt, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die sozusagen das war, was ich in dem Moment war. Und das bedeutet allerdings nicht, dass er niedrige Ansprüche hatte. Also er hat mir diese Chance gegeben und ich habe dann die ersten 2, 3 Sachen ganz gut gemacht und habe meine Position da gefestigt. Und dann war es so, dass der Mensch, der die Musikredaktion geleitet hat, damals zu einem ganz neuen amerikanischen Unternehmen gewechselt ist, nämlich zu Amazon. Und somit wurde ich dann relativ schnell, wurde mir dann die Leitung der Musikredaktion übertragen. Also kurz gefasst war es Vetternwirtschaft. Man kennt sich. Man mag sich. Man kannte sich nicht und es war eine Opportunität und es war jemand, der eben gesagt hat, okay, schau mal, mach mal und ich will, dass du weißt, wenn du es nicht gut machst, dann wirst du es kein zweites Mal machen. Du hast ja gerade schon gesagt, ne, fast 30 Jahre in der Branche und hast viele Umbrüche mitbekommen von CD, illegalem Streaming, oder illegale Downloads, jetzt hin zum Streaming. Was hat dir denn in den Zeiten auch immer Sicherheit gegeben, von wegen, wir kommen da durch und nicht, jetzt ist es vorbei, jetzt können wir zumachen den Laden? Also ich würde jetzt gerne sagen, dass ich schon vor 20 Jahren genau den Status quo von heute vorausgesehen habe, aber es war nicht so. Sicherheit hat mir da nichts gegeben. Ich kann aber sagen, was mir einen gewissen Antrieb gegeben hat. Man muss sich das so vorstellen, dass ich zwar schon sehr lange in der Musikbranche bin, aber aufgrund der Position, die ich hatte, immer aus einer eher unorthodoxen Ecke in die Musikbranche gekommen bin. Das bedeutet, dass ich nach der journalistischen Laufbahn Anfang der Nullerjahre, du hast es erwähnt, bin ich zu T-Online gekommen, die damals noch zur Deutschen Telekom gehörten. Und ich weiß genau, wie diese Jobbeschreibung damals war. Die haben jemanden gesucht, der im Rahmen eines Incubation-Teams, also sagen wir mal, Departments. Einer kleinen Jugendforscht-Gruppe, einen Musikservice aufbaut. Und das hört sich jetzt natürlich sehr groß an. Das war damals definitiv nicht groß und nicht groß gedacht. Ich bin dort in ein kleines Team gekommen und traf dort auf die zweite Person, die mir sehr geholfen hat, weil allein schon in der Jobbeschreibung, da gab es Aspekte, die ich erfüllt habe. Man hat dort jemanden gesucht, der Kontakte zu Labels hat, zu KünstlerInnen, zu Managements. So weit, so gut. Damit konnte ich dienen. Aber es war auch jemand gesucht, der Betriebswirtschaftslehre studiert hatte und nicht Politikwissenschaft und so weiter. Es gab eben einige Aspekte, die dagegen gesprochen haben. Dieser Mensch hat mich eingestellt und somit war es dann so, dass ich meine alten Kontakte, die ich aus der journalistischen Zeit hatte, dann irgendwann angezapft habe und meinte so, okay, liebe Leute, ich bin jetzt woanders und ich baue hier einen Musikservice auf, einen Download-Musikservice. Und das war zum einen eine sehr interessante, lehrreiche Zeit für mich, weil ich bis dato noch nie in so einem großen Unternehmen gearbeitet hatte und hatte bis dato noch nie mit
Anwälten gearbeitet, wenn es darum geht, Verträge zu machen. Ich hatte noch nie mit Tech-Leuten gearbeitet, wenn es darum geht, beispielsweise ein Content-Management-Tool zu entwickeln und so weiter. Die Liste war sehr lang. Und ich konnte aber sehr, 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 sehr viel lernen und konnte gleichzeitig auf die Ressourcen eines so großen Unternehmens wie die Deutsche Telekom zugreifen. Bin aber auch unter dem Radar geflogen, weil, wie gesagt, niemand hat zu dem Zeitpunkt antizipieren können, dass ich das A auch so hinbekommen würde mit den ganzen KollegInnen, die mir da geholfen haben und die mitgearbeitet haben, aber vor allem auch, dass ich das im Markt so etablieren würde. Und der Service hieß Musicload. Den kennt hier wahrscheinlich niemand mehr. Und es war so, dass mir der Name abends in einem Café oder so eingefallen ist und zu dem damaligen Zeitpunkt war alles Magentafarben, viel stärker als heute. Und ich hatte die Idee, oder ich habe einfach gesagt, ja, ich würde gerne den Service nicht irgendwie mit T-Online benennen, nicht weil ich das Unternehmen schlecht fand, sondern ich wollte ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben und daraus wurde so das erste Vertical der Deutschen Telekom. Mir war der Begriff damals nicht bewusst, aber nicht geläufig, aber genau, das war dann Musicload powered by T-Online. Gab es während diesen ganzen Shifts, die du erlebt hast, so eine Entscheidung, auf die du bis heute stolz bist, wo du sagst, die hat wirklich nachhaltig die Richtung vorgegeben, weil du ja auch immer in leitenden Positionen warst, sowohl gegenüber dem Team wegweisend, aber auch dem Unternehmen und des Ziels des Unternehmens? Es gab keine einzelne Entscheidung, aber ich glaube, es hat sich positiv ausgezahlt, drangeblieben zu sein mit Themen, die sich erst später dann zu Massenthemen und zu großen, relevanten Themen entwickelt haben. Also wenn man überlegt, ich bin 2002 zur Telekom gekommen im September und wir haben im August auf der IFA, glaube ich, im Jahr 2003 sind wir mit diesem Service an den Start gegangen. Auf der IFA in Berlin mit einem Vorserienmodell, würde man beim Auto sagen, mit einer Demo-Version mit 5000 Songs. Wir haben in der Pressemeldung gesagt, dass es 10 seien, aber eine kleine Lüge, aber es waren 5000. Und ja, das war so sehr früh. Und ich wusste nicht, wie es kommen würde, aber ich wusste, dass es für mich keine Alternative gibt, als dran zu bleiben und zu versuchen, die Leute intern und extern für das Thema zu begeistern. Und dann hat es erste Bewegungen gegeben, da möchte ich noch nicht von Etablierung sprechen, aber und dann bin ich, damit es auch spannend bleibt, 2005, also vor 20 Jahren, über 20 Jahren, oder vor 20 Jahren zu Napster gewechselt. Und wir haben im Dezember 2005 sind wir mit Napster an den Start gegangen. Also der Download war noch gar nicht etabliert, da bin ich schon zum Streaming gekommen. Und es war natürlich da haben natürlich mir viele Leute den Vogel gezeigt, sowohl im privaten Bereich als auch im Job, so nach dem Motto wie Mietmodelle und die Musik gehört einem nicht, man schließt ein Abo ab. Da haben viele Leute 1000 Gründe gehabt, warum das nicht funktionieren wird und warum das völlig absurd sei, das zu machen. War ja auch komplett ein Novum. Ne? Und bei den Labels, bei den Major-Labels dann, gab es da eine wegweisende Richtung, die du entscheiden musstest und auch verantworten musstest? Naja, nach Napster folgte ja die für mich sehr, sehr prägende, wenn nicht sogar prägendste berufliche Station bisher, womit ich die anderen nicht abwerten möchte, sondern das hat mir sozusagen nochmal meine Perspektive geöffnet, und zwar Apple. Also ich bin dann 2008 zu Apple gekommen, habe dort erst deren Download Store verantwortet, dann am Ende um die 20 Länder in Europa und dann in meinem letzten Jahr Apple Music in denselben, also den Streaming Service. Und das hat sozusagen mit den Erfahrungen vorher natürlich meine Sichtweise auf die Labels sehr stark beeinflusst. Und das hat dazu geführt, dass ich auf der Labelseite ab 2016 die Situation hatte, dass ich natürlich viele Leute kannte, die allermeisten Leute kannte bei
bei allen Labels, weil ich natürlich aufgrund meiner Arbeit bei den DSPs und auch aufgrund meiner journalistischen Arbeit mit allen Leuten zusammengearbeitet habe. Aber dann war ich sozusagen jemand, der eine andere Sichtweise auf den ganzen Markt hat, aufgrund meiner beruflichen Vergangenheit. Und wenn man diese Sichtweise hat, und damit möchte ich nicht sagen, dass es die richtige oder die falsche ist, aber es ist zumindest eine andere Sichtweise als die meisten Menschen, denen ich bei den Labels begegnet bin. Und eine andere Sichtweise, die auch Einfluss hat darauf, auf die Definition eines Labels. Wie muss ein Label sein oder wie sollte ein Label sein? Für was steht ein Label? Wie arbeitet ein Label mit KünstlerInnen zusammen und wer wird eingestellt, um die besagten Services oder Leistungen zu erbringen? Und es war oft inkompatibel mit dem Common Sense bei einem Label. Aber natürlich hat es da auch einen Shift gegeben. Aber ich glaube, dass es diese beiden Seiten, auf der einen Seite eine eher traditionellere Sichtweise auf der Labelseite und auf der anderen Seite Menschen, die es anders definieren, dass sich diese beiden Seiten immer noch gegenüberstehen mit allem, was dazugehört. Und insofern glaube ich, dass das so ein bisschen so ein Antagonismus ist, würde ich sogar sagen, den es bis heute noch gibt. Was war denn das Selbstverständnis vom Label damals, wo ihr dann vielleicht auch gecrashed seid von den Sichtweisen? Ja, crashen möchte ich nicht sagen, aber es ist so, ich habe in den letzten 1-2 Jahren häufiger so ein Bild benutzt, um zu verdeutlichen, was ich damit meine. Ich glaube, dass es in vielen Bereichen 3 Varianten oder 3 Sichtweisen gibt. Ich bediene mich da gerne des Bildes einer Windschutzscheibe beim Autofahren und man schaut sozusagen durch diese Windschutzscheibe und man sieht so sein Lenkrad, man sieht den Rückspiegel. Und ich glaube, dass so ein Bild dazu dienen kann, um diese 3 Varianten oder 3 Sichtweisen auf die Musikbranche zu verdeutlichen. Es gibt Menschen, die fahren so, also sie schauen nur nach hinten, will heißen, sie beschwören sozusagen eine vergangene Zeit. Und das machen nicht nur ältere Männer in meinem Alter, sondern auch oft Jüngere, die sagen, ja, früher war alles besser und so weiter. Dann gibt es eine zweite Sichtweise, die da wäre, um in diesem Bild zu bleiben. Das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber es ist so kann ich das am besten ableiten. Man schaut sehr schmal durch das Lenkrad nur nach vorne, aber hat trotzdem einen limitierten Blick. Und dann gibt es die dritte Variante, die ich für mich in Anspruch nehme und ich lege Wert darauf zu sagen, es ist völlig ungeklärt, welche Weise die richtige ist, welche Sichtweise. Meine Sichtweise ist die, dass ich natürlich primär, um in diesem Bild zu bleiben, nach vorne schaue, aber natürlich ein Auge auch auf den Rückspiegel habe, um zu sehen, okay, über welchen Stein bin ich vielleicht drüber gefahren oder welchen Graben habe ich umschiffen können. Man könnte auch sagen, das Beste aus beiden Welten mit einem grundsätzlichen Blick nach vorne. Und warum glaube ich, dass dieses Bild relativ stark ist oder warum ist das gut, weil man kann das auch auf viele Dinge übertragen, auf andere Branchen. Man könnte auch sagen, das ist so wie Elektromobilität und Verbrennerautos. Und ich glaube, dass es da eine dritte Sichtweise geben muss, die beides vereint ein Stück weit. Und genau, daher, und das mag sich so banal anhören, aber es hat relativ weitreichende Konsequenzen, wenn man es so macht. Ich mag es in Bildern zu denken und ich glaube, das schafft immer noch eine gewisse Perspektive, wenn man das eben von außen dann hört, wie du an die Sachen rangehst. Deswegen danke fürs Teilen. Du hast ja auch dazu beigetragen, dass Deutschrap in der Industrie endlich ernst genommen wird. Aus einer persönlichen Sicht vielen Dank dafür. Wie viel hatte das denn mit deiner eigenen Verbindung zum Hip-Hop zu tun? Und wie hätte man es vielleicht auch, wenn du nicht die Verbindung gehabt hättest, geschafft, diesen Trend nicht zu verschlafen? Das hat natürlich sehr viel mit meiner eigenen musikalischen und kulturellen Sozialisation zu tun, die mitnichten nur auf ein Genre oder auf eine Subkultur irgendwie fußt, aber natürlich auch in großen Teilen darauf fußt,
Und es gab einfach die Situation, dass man Deutschrap sehr lange nicht ernst genommen hat und es war sozusagen inexistent. Nicht nur in der Industrie, sondern auch in gewissen Milieus. Ich kenne das, ich bin Jahrgang 73 und bin ja, man kann sagen, in einem sozialen Brennpunkt in Frankfurt aufgewachsen. Und es ist natürlich ein generationales Ding, als ich ein Teenager war oder ein junger Erwachsener, wäre dort niemand auf die Idee gekommen, Deutschrap zu hören, weil es A, wenig Deutschrap gab und B, die ersten Versuche, die es in Deutschrap gab, die waren, sagen wir mal, für diese Leute, für uns unbrauchbar. Und weil wir es eben nicht als Ausdruck als kulturelle Spielart oder als Ausdruck unseres Lebens angesehen haben. Und das änderte sich dann zum Glück. Aber selbst als ich schon einige Jahre im Beruf war, gab es eine 2- oder 3-Klassengesellschaft. Man hat erst gesagt, okay, das ist irrelevant, das gibt es nicht. Der zweite Schritt war, ja, das gibt es, aber es ist sozusagen wie ein Schnupfen, den man überwinden muss. Es ist etwas, was von kurzer Dauer sein wird. Und Menschen haben aber weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht, was mir als grundsätzliche Haltung natürlich sehr sympathisch ist und haben sich durchaus an der Industrie vorbei ihre Welt aufgebaut. Ich betone, mit Industrie meine ich nicht nur, ich unterteile ohnehin nicht in Major-Label und Indie-Label, aber sozusagen an traditionellen Spielarten der Branche vorbei ihre Welt aufgebaut. Und dann gab es die höchste Ausbaustufe, die da wäre, okay, wir können es nicht mehr negieren, das ist riesengroß. Und dann hat man versucht, sozusagen da reinzugehen. Und das ist ja sozusagen eine Praxis, die bekannt ist, dass man eben etwas negiert, dann sieht man es und dann, okay, dann kann man nicht mehr drum herum. Und ja, und ich wollte einfach meinen Beitrag dazu leisten, wenn es darum geht, nicht ein Genre oder eine Kultur zu präferieren oder irgendwie zu bevorteilen, sondern sie sichtbar zu machen. Und wir haben ja in Deutschland generell so ein bisschen diese Herausforderung, dass man sozusagen, gilt für viele Leute immer noch so, es gibt Musik mit Anspruch, der man einen gewissen Kunstcharakter zuschreibt und dann gibt es den Rest. Und Deutschrap war für mich oft fälschlicherweise, gehörte in der Wahrnehmung, gehörte Deutschrap eher zum Rest. Und das ist natürlich etwas, was ich so nicht geteilt habe und an meinem jeweiligen Schalter versucht habe, ja, zu ändern, ohne da jetzt zu überheblich klingen zu wollen. Wir wollen den Fokus heute ja schon klar auf deine Karriere richten, aber das kann man natürlich nicht hermetisch von deinem Privatleben abtrennen. Du hast es eben schon kurz angesprochen. Du hast eine italienische Mutter, einen burundischen Vater und bist in Frankfurt-Goldstein, wie ich gelernt habe, aufgewachsen. Wiener Mika und Abdi von Chill und Abdi, by the way. So, das macht dich jetzt gleich realer auf jeden Fall. Oder die, je nachdem. Wie war das denn für dich, diese, und ich nenne es jetzt mal plakativ, irgendwie biografische Übersetzungsarbeit die ganze Zeit leisten zu müssen zwischen den 3 Kulturen, in denen du aufgewachsen bist? Dann noch Brennpunktviertel, Gymnasium, Studium, so. Wie hat dich das geprägt und eben auch mit dem Fokus auf deine Karriere? Das hat mich insofern geprägt, als dass ich eine gewisse Eigenschaft ausprägen musste, die bestimmt vielen von euch geläufig ist. Ich nenne es eine Form von Übersetzung. Damit meine ich nicht von einer Sprache in die andere, sondern sozusagen eine Form von Übersetzung und von Erläuterung des eigenen Wegs und der eigenen Sichtweise. Und das ist etwas, das ist wie so ein Muskel, den viele Leute nicht haben müssen und von dem sie somit auch nicht wissen, dass sie ihn haben.
Und dieser Muskel ist sehr stark ausgeprägt bei Menschen, die diese Übersetzungsleistung erbringen müssen. Und was meine ich mit Übersetzung? Da geht es zum einen, es kann manchmal auch durchaus kuriose Züge haben, dass man zum Standard oder oft ist es so, dass man irgendwo reinkommt und man muss sich eben erklären, vielleicht mehr als andere Leute. Und das kann das im Sinne von, okay, bist du der Apple-Chef oder bist du der XYZ? Ich hätte da jemand anderen erwartet. Und ja, okay, warum? Warum erwartest du da jemand anderen? Und ja, da entwickelt man gewisse Techniken, um dem Herr zu werden. Manchmal hat es, wie gesagt, auch kuriose Züge. Man fährt mit einem Auto eine Tankstelle, ist mir passiert zum Beispiel. Da meinte der Typ, der mich vorher nie gesehen hat, meinte so, bist du heute mit dem Auto des Chefs da? Und da meinte ich, ja, bin ich. So, solche Dinge. Was war das denn für ein Auto? Das ist egal, aber es ist offensichtlich in seinen Augen ein Chefauto. Ist egal. Nee. Teures Auto. Ein Auto aus Zuffenhausen. Okay, keine Ahnung, weiß jemand, was das bedeutet? Okay, gut. Porsche. Genau, und das ist und das mag sich so banal und natürlich ein bisschen auch ärgerlich anhören, aber das ist diese Übersetzungsleistung, glaube ich. Das ist etwas, was mir dann auch geholfen hat, gewisse Standpunkte klarer zu machen und sie eben auch für andere Menschen, die nach mir gekommen sind und hoffentlich nach mir kommen werden, da eine Basis zu bauen. Ich kann damit total relaten, weil ich als Frau auch regelmäßig gefragt werde, wenn ich im beruflichen Kontext auftrete, ob ich die Freundin von jemandem bin. Und damit meinen sie die feste Liebesfreundin, was ich nicht bin. Und da muss man auch immer schön erklären, dass man beruflich hier ist und eine Rolle hier hat. Von daher kann ich da auf andere Weise auf jeden Fall relaten. Du hast ja eben schon gesagt, dass oft verwunderte Blicke kamen oder Leute dachten, du bist jemand anders. Wurden dir denn aber wirklich konkret mal Hürden in den Weg gelegt auf deinem persönlichen Karriereweg? Naja, natürlich. Also ich erinnere mich an, also eigentlich gab es sozusagen bei den beruflichen Stationen immer zwei Konstanten. Am Anfang eine ungläubige Kommentare bis hin zur Ablehnung im Sinne von, pass mal auf, cool, dass du da bist, aber ich glaube nicht, dass du den Job machen kannst, beziehungsweise ich glaube nicht, dass du kompetent genug bist, beziehungsweise ich glaube, dass du nicht lange überleben wirst und es ist grundsätzlich falsch, dass man dir diesen Job gegeben hat. Das war die Konstante am Anfang des Jobs. Die zweite Konstante bezog sich immer auf das Ende der Station. Und am Ende der Station zum Glück, und ich lege Wert darauf zu sagen, dass es nicht mein Verdienst ist, ich habe das alleine gemacht, es ist auch Ausdruck dessen, der vielen Menschen, die mit mir gearbeitet haben. Am Ende der Station war es immer so, oh, es tut uns leid, dass du gehst, bitte bleib, hört sich jetzt so an, das heißt aber so, genau. Und das sind, und insofern, diese Hürden gab es. Und es gab natürlich auch Menschen, man kann auch nicht alle überzeugen, zu 100%. Manche kriegt man nicht überzeugt, manche, da kommt der Frankfurter ein bisschen, manche kriegt man überzeugt, also kann man überzeugen, aber es gab auf allen Stationen auch Menschen, die bis zum Schluss versucht haben, dagegen zu halten. Und damit muss man dann auch umgehen. Vielfalt war ja schon immer ein Thema für dich, sowohl privat als auch beruflich. Was können denn deiner Meinung nach Labels konkret tun, um Diversität zu leben, also nicht nur sichtbar zu machen, sondern wirklich gerecht vergüten, fördern und langfristig auszurichten dahingehend? Naja, also es gibt zwei Punkte, die da sehr wichtig sind.
Menschen, die gegen Diversität und gegen Chancengleichheit sind. Und wir haben da bestimmt alle unsere Schwächen oder Bereiche, in denen wir eine Benachteiligung vielleicht nicht so sehen, wie man sie sehen könnte. Da möchte ich mich auch nicht ausschließen. Aber es gibt so zwei primäre, scheinbare Gegenargumente. Zum einen muss man in meinen Augen das Ganze immer auch im Kontext von Business sehen, weil man oft hört, ja, wir sind doch kein Sozialverein und haben nichts zu verschenken und es ist sozusagen ein politisch korrekter Zeitgeist, den man jetzt versucht abzubilden. Und ich habe da immer den Standpunkt vertreten, dass dem nicht so ist, im Sinne von, es ist erstmal richtig, aber es hat auch on top einen Business-Background. Im Sinne von, ein Unternehmen ist erfolgreicher, wenn es diverser ist. Das zum einen. Und zum anderen hat es natürlich auch so ein bisschen einen Aspekt, der, man muss sozusagen über eine gewisse Klippe drüber gehen und man geht über diese Klippe drüber, indem man gewisse Dinge bestimmt und einfach macht. Und nicht alle wollen über diese Klippe drüber gehen, nicht alle, die in Verantwortung stehen natürlich. Und nicht alle möchten sich diesen Stress aufbürden. Und ich glaube, dass diese beiden Aspekte sehr wichtig ist. Also, dass man es einmal versucht aus dieser wir machen jetzt eine Sozialstationsübung und zum anderen auch den Mut hat, wenn man in der Verantwortung ist, das auch wirklich so umzusetzen. Und ich habe nachweislich, und ich möchte trotzdem nochmal betonen, dass ich da sehr weit von Perfektion bin, aber ich habe eben Themen wie Diversität schon sehr früh angesprochen. Übrigens auch im Kontext von, es ist ja auch immer eine Sichtweise, die man hat, weil man auf seine Welt, auf die Welt und auf die Umwelt reagiert. Wenn man etwas für Linkshänder macht, dann ist es sehr komisch, wenn die Menschen, die das machen, nur alle Rechtshänder sind. Und um es mal blöd zu sagen. Und wenn man mit einer sehr diversen Gruppe an Menschen außerhalb des Labels arbeitet, macht es erstmal überhaupt keinen Sinn, warum man das in einer monokulturellen Gruppe machen sollte. Falls du dich schon mal gefragt hast, wie du Hip-Hop lebt am besten unterstützen kannst, ist es ganz einfach. Ein Klick, abonniere den Kanal. Das hilft mir mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit der Folge. Findest du, die Musikindustrie und Major-Labels haben eine besondere Verantwortung, KünstlerInnen dahingehend auch zu unterstützen, zu schützen, mental, finanziell, dass sie einfach auch eine Stütze sind und nicht nur ein reines Businessmodell? Also ich limitiere das überhaupt nicht auf die Musikbranche. Ich finde, dass wir als Gesellschaft die Pflicht haben, das zu machen. Jeder und jede am eigenen Schalter. Und insofern glaube ich nicht, dass man da Leute ausnehmen kann. Und ich habe festgestellt, und das zeigt, dass wir zwar auf der einen Seite noch sehr viel zu tun haben, es zeigt aber auch, wie weit wir gekommen sind. Ich habe mit 22-jährigen Street-Rap-KünstlerInnen aus Berlin, aus Frankfurt, aus wo auch immer zusammengesessen. Es war der erste Approach, das erste Meeting. Es ging darum, dass jemand einen gewissen Hype hat oder eben auch keinen Hype hatte. Man kennt ja alle Varianten. Man sitzt dort und die Person schaut einen an und sagt, wir haben gehört, dass 50% deiner Direct Reports Frauen sind. Wie sieht es aus mit anderen Diversitätskriterien? Menschen, von denen die allermeisten das nicht erwarten würden. Und das zeigt, dass es nicht irgendwie ein Hirngespinst von uns beiden oder von wenigen Leuten ist. Und das zeigt, wie gesagt, dass es wichtig ist für Menschen. Es ist wichtig, es ist nicht nur für KünstlerInnen wichtig, es ist auch wichtig für Menschen,
die im eigenen Unternehmen arbeiten. Und wenn man in der Verantwortung steht, dann hat man ein Stück weit auch ein Versprechen abgegeben. Man hat ein Versprechen abgegeben, dass in diesem Kreis, in dem wir arbeiten, gelten gewisse Regeln und wir sind uns bei grundlegenden Dingen einig, die uns ermöglichen, zusammenzuleben und bestmöglich zu arbeiten. Und wenn man bestmöglich arbeiten kann, dann hat man auch die bestmöglichen Ergebnisse. Und genauso sehe ich die Verantwortung auch gegenüber KünstlerInnen, Entschuldigung, mit denen ich gearbeitet habe und jetzt auch noch arbeite. Und insofern ist es für mich kein total exaltierter, verrückter Gedanke, sondern Ausdruck einer Realität und unverhandelbar. Du hast vorhin ja gesagt, dass du nicht unbedingt trennst zwischen Major- und Indie-Label. Was ist denn aber für dich der größte Unterschied, außer das Budget, in dem Weg, wie sie arbeiten? Naja, es ist natürlich, Budget ist ja ein wichtiger Aspekt natürlich, aber es gibt erstmal Gemeinsamkeiten, die ich da voranstellen möchte. Also wenn man ein Label ist, egal wie groß es ist, ob wir jetzt Julia und Patricks Records aus der Garage machen. Heute ist der Gründungstag, Leute. Ja. Oder das größte Label der Welt ist, es gibt in meinen Augen, es gibt so zwei Stränge, mit denen man sich beschäftigen kann, vielleicht sogar beschäftigen muss. Man reagiert auf der einen Seite auf das, was es schon gibt, was erfolgreich ist, ob man will oder nicht. Man schaut sich das an und das hat einen Effekt. Und auf der anderen Seite sollte man einen gewissen Freiraum, einen budgetären Freiraum, aber auch einen mentalen Freiraum für das lassen, was morgen funktionieren könnte und was sozusagen noch nicht im Markt abgebildet ist. Und ich glaube, dass alle Labels sich mit diesem Sweet Spot beschäftigen müssen. Auf der einen Seite, okay, wie reagiere ich auf das, was gerade funktioniert und wie reagiere ich auf das, was vielleicht morgen funktionieren könnte. Und wenn man sich nur auf die eine Sache konzentriert, auf erstgenannte Gruppe, dann kann man vielleicht auf den ersten Blick schnellen Erfolg haben, aber man ist eben auch in einer gewissen Abhängigkeit, weil sich der Zeitgeist natürlich auch verändert und oftmals ist, wenn man denn so argumentieren wollte, die Kopie weniger erfolgreich als das Original und die Kopie von der Kopie erst recht. Aber man muss darauf reagieren. Der zweite Aspekt, auf den man reagieren muss oder den man angehen muss, natürlich auch, ist der, okay, ich sehe einen Künstler, eine Künstlerin und finde das fantastisch. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was gerade funktioniert. Dann stehe ich vor der Frage, gehe ich diesen Weg oder gehe ich diesen Weg nicht? Und wenn man ihn geht und wenn man Erfolg hat, dann ist es sehr schön und riesengroß und sehr schön und sehr befriedigend auch. Man kann ihn aber auch versuchen zu gehen und man scheitert kläglich. Ich kenne beide Varianten. Also ich kann mich erinnern, als mein Freund Lukas Teuchner mir das Instagram-Profil von Apache schickte. Da hatte Volkan, ich glaube, 5000 Follower. Und er meinte so, hey Bro, guck dir das mal an, wie findest du das? Und ich fand das fantastisch, womit ich nicht sagen will, ich habe sofort gewusst, das ist so, überhaupt nicht. Aber wenn man sich nur darauf konzentrierte, was gerade funktioniert, hat man keine Ressourcen im Kopf und keine Aufmerksamkeit für so etwas. Und das ist natürlich jetzt ein Paradebeispiel. Ich könnte auch Beispiele nennen von Menschen, bei denen ich gesagt habe, oh, das wird grandios und es ist dann nichts passiert. Möchtest du die teilen?
Gibt es so ein Beispiel, wo man dachte, boah, das ist der nächste heiße Scheiß und dann hat es einfach nicht gepoppt? Hat einfach nicht in den Zeitgeist gepasst, so geil es doch war? Naja, vielleicht möchte ich jetzt nicht über berufliche Dinge sprechen, aber ich habe natürlich auch als Musikfan und also ich hätte einfach manchen Leuten eine riesengroße Karriere zugetraut. Und ja, da gibt es viele Beispiele. Übrigens auch, es gibt ja nicht nur On und Off, sondern es gibt Künstler, die sind sehr erfolgreich. Und zum Beispiel jemand wie Schmidt. Ich finde, Schmidt ist ein fantastischer Sänger, ein fantastischer Künstler. Und der ist ja sehr erfolgreich. Ist ja auch bei Sony unter Vertrag. Ja, aber ich bin da, wer mich ein bisschen kennt, jetzt nicht nur, weil ich jetzt nicht mehr bei Sony bin, sondern auch vorher. Ich bin da auch so. Ich liebe Schmidt, wirklich. Mit mir hast du einen Fan. In meiner kleinen Social-Media-Welt habe ich schon immer auch Dinge geteilt von anderen Labels. War schon immer so. Er ist sehr erfolgreich und ist ein fantastischer Künstler. Ich denke, er müsste der erfolgreichste deutsche Künstler sein, so, wenn man das sozusagen als Parameter nimmt zum Beispiel. Und da gibt es aber natürlich auch Menschen, mit denen man gearbeitet hat. Und es wäre jetzt unfair, sie zu nennen, weil die haben ja nicht irgendeine Schuld. Und ich habe auch keine Schuld, sondern es ist halt, manchmal funktioniert es eben nicht. Wo können denn Labels heute noch konkret helfen? Warum sollte man als Künstlerin zum Label gehen? Also ich will vorwegschicken, dass ich in der besagten Zeit, als ich journalistisch gearbeitet habe und dann ein paar Jahre später zu T-Online gegangen bin, also in diesen Digitalbereich, mag den Begriff nicht, gewechselt bin. Seit dieser Zeit gibt es diese Erzählung, dass man Labels nicht mehr bräuchte. Und ich fand es nachweislich schon damals Blödsinn. Ich glaube aber, und da sind wir wieder bei der Sichtweise, wie ein Label sein sollte, welche Units man haben sollte, in welchen Themen man den KünstlerInnen helfen sollte. Die Bedingung ist, oder sagen wir, wenn man sagt, okay, hat ein Label heute noch Relevanz? Diese Frage würde ich mit Ja beantworten, aber natürlich kommt man nicht weit, wenn man es auf traditionelle Labelgewerke beschränkt. Auf Promotion, bisschen Marketing, Vertrieb. Und das sind ehrenvolle und wichtige Units. Ich will es betonen, weil ich natürlich auch, als ich auf die Labelseite gewechselt bin, 2016, natürlich einige Leute so gedacht haben, boah, der war bei Apple, der will so diesen Silicon Valley-Vibe, oh mein Gott, was machen wir mit der Radio-Promotion, der denkt bestimmt, das muss man alles zumachen und so, als Beispiel für ein traditionelles Gewerk. Blödsinn, das habe ich nie gesagt und das ist... Hast du es mal gedacht? Nee, ich habe es nicht gedacht. Weil ich natürlich, ich würde ja sozusagen den Markt nicht richtig beobachten. Also es besteht nur ein Unterschied zwischen diese traditionellen Gewerke, muss man alle zumachen, versus wir schauen uns die Realität an. Und wenn man sagt, okay, es gibt eine TV-Promotion 1998 und die umfasst 10 Menschen als Beispiel. Und man sieht gleichzeitig, dass in den letzten 25 Jahren und in den letzten Jahren der Effekt des Fernsehens runtergegangen ist, macht es überhaupt keinen Sinn, 20 Jahre später immer noch 10 Leute dort zu haben. Das bedeutet wiederum nicht, dass man diese Leute alle nach Hause schicken muss. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, Leuten zu sagen, hör zu, du kümmerst dich um Äpfel seit 20 Jahren. Wir haben aber gesehen, dass wir weniger Äpfel verkaufen. Ich sage aber nicht, geh nach Hause, weil du kümmerst dich um Äpfel, sondern ich habe halt gesagt, lieber Kollege, liebe Kollegin, hast du Lust, dich um Orangen zu kümmern? Können wir den Switch hinkriegen? Und den Vergleich, dass wir beim Obst sind. und das ist sozusagen, eine Art, damit umzugehen. Ein wichtiger Punkt, der sich meiner Erfahrung nach der auch mit allen KünstlerInnen aller Generationen resoniert, ist eben dass man sich einfach fragt, okay, wie viele Kanäle habe ich heutzutage,
die ich bespielen kann oder vielleicht sogar muss. Und die Anzahl der Kanäle ist natürlich exponentiell gewachsen. Und ich weiß, dass das viele KünstlerInnen, viele Labelmenschen, viele Leute aus der Branche natürlich beweinen und sagen, oh, jetzt muss ich mich auch mit Twitch beschäftigen, jetzt muss ich mich auch mit Roblox beschäftigen. TikTok, natürlich TikTok und so weiter. Und ich sage damit nicht, dass jeder Künstler, jede Künstlerin, dass man alle Plattformen bespielen muss. Ich sage nur, wenn du als Künstlerin mit mir arbeitest und mir einen Teil deines Kuchens abgibst, dann ist es meine Pflicht, dir zu sagen, schau mal, Julia, das sind die Kanäle, die es gibt. Lass uns die Kanäle anschauen und wir entscheiden dann, was zu dir passt und wie wir es sozusagen mit einer gewissen Authentizität auf deine Musik übertragen können. Und da wird am Ende immer dabei rauskommen, dass man nicht alle Kanäle gleichzeitig bespielt. Aber meine Aufgabe ist es, dir diese Kanäle zu erklären. Nicht ich als Patrick, sondern die Menschen, die mit mir arbeiten. Da sind wir wieder bei den Leuten, was für eine Kompetenz brauche ich. Ich kann nicht sagen, oh, TikTok ist unfassbar wichtig, aber ich habe niemanden, der TikTok versteht. Und eine Person reicht da nicht und so weiter. Und das führt natürlich, kann zu Reibungen führen von Menschen, die sagen, ja, aber warum? Früher gab es ja auch kein TikTok. Ja klar, früher gab es kein TikTok, aber früher gab es eben auch andere Sachen nicht oder eben doch. Und ich will vielleicht dazu noch sagen, einen Satz, es ist wichtig zu wissen, dass das mitnichten etwas ist, was nur den 25-jährigen Künstler, die 22-jährige Künstlerin interessiert, sondern ich habe von Schmidt, Disaster, Apache, Reezy bis hin zu Semino Rossi, Roland Kaiser, Nino D'Angelo zusammengearbeitet und ich erwähne da immer Roland Kaiser, weil ich halte ihn für einen tollen Mann und einen tollen Künstler, aber ich erwähne das, weil es auch tatsächlich so ist. Der Mann war bei uns im Studio und hat 70 IDs aufgenommen und er hat sich TikTok erklären lassen. Und dann obliegt es seiner Entscheidung, ob er sagt, ja, ist etwas, was ich gut finde, let's go, oder eben nicht. Und das ist aber jemand, der könnte, es gibt ja auch Leute aus seiner Generation, oder vielleicht auch etwas jünger. Es ist ja auch bekannt, dass ich den einen oder anderen Disput mit einem sehr bekannten, sehr erfolgreichen deutschen Popmusiklegende hatte, wenn es darum ging, über Streaming zu sprechen und über Streaming-Fraud und solche Dinge. Aber ja, ich habe damit die allerbesten Erfahrungen gemacht. Und es wäre ein leichtes für ihn zu sagen, für Roland Kaiser zu sagen beispielsweise, es interessiert mich nicht, ich habe es immer so gemacht und ich mache es weiter. Und das nötigt mir sehr großen Respekt ab. Und das ist auch Respekt gegenüber den Menschen, die für dich arbeiten. Und der springt zum Ausdruck. Und genauso ist es bei vielen Leuten aus der Rap-Welt, beispielsweise aus dem Pop, aus dem urbanen Bereich generell, dass sie sagen, hey, wir geben euch ein Stück von meinem Kuchen. Klar, ich hätte gerne den ganzen Kuchen für mich, aber ich hab realisiert, dass ich das alles nicht bespielen kann. Daher erklärt mir gerne, was ihr macht, wie wir zusammenkommen können. Und wenn wir dann zusammenkommen, dann laufen wir zusammen. Und dann, das fühlt sich gut an. Du hast ja eben verschiedene Vertriebswege angesprochen, ne? Label, Major, Indie, wie auch immer. Aber die Frage, die vielleicht viele hier im Raum, inklusive mich, interessiert: Was braucht eine Künstlerin, um 2025 den Durchbruch zu haben? Ja, sehr schwierige Frage. TikTok-Kanal. Sehr schwierige Frage, aber es ist natürlich, ich glaube, natürlich steht man mehr vor der Aufgabe, sozusagen aus der Masse herauszustechen, weil natürlich, ich erwähnte schon die vielen unterschiedlichen Kanäle und damit geht natürlich einher, dass es auch schwieriger ist, aus der besagten Masse hervorzustechen, weil sich die Aufmerksamkeit natürlich verteilt auf unterschiedliche Kanäle. Und also grundsätzlich ist es natürlich, das kann man sich so vorstellen wie in so einem Gang, in dem ganz viele Türen sind und an jeder Tür steht jemand, also sinnbildlich für eine Künstlerin, und sagt, ja, komm in meinen Raum. Und es gibt Songs
KünstlerInnen, die Erfolg haben, die es schaffen, um in diesem Bild zu bleiben, Leute in ihren Raum zu locken, mit einem großen Hit zum Beispiel. Dann geht man in diesen Raum, aber da ist dann nichts. Dann ist es sozusagen, oh, okay, der Song war gut, der hat mich irgendwie mitgenommen, aber da ist nichts. Und damit meine ich, es ist wichtig, den Song zu haben und die Musik zu haben, das ist sozusagen die Basis. Ich bin dankbar, wenn mir jemand diese Basis gibt, mit der ich arbeiten kann. Der Song, der dazu führt, dass man an seiner Tür stehen bleibt. Und es ist meine Aufgabe, dann dafür zu sorgen, mit Marketing, mit intelligenten Kampagnen, dafür zu sorgen, dass man genau an deiner Tür stehen bleibt. Aber dann natürlich auch im Idealfall, wenn man dann drin ist, dass man sagt, oh, okay, hier ist nicht nur dieser eine Song, hier sind mehrere Songs und ich bleibe da am Start. Und auch da ist es ein Balanceakt, weil ich muss natürlich entscheiden, auch da, egal ob ich ein großes Label bin oder ein kleines Label, wie investiere ich meine Ressourcen? Weil ich kann nicht nur sozusagen Versuche machen, weil dann mache ich den Job nicht lange. Dann kann ich ihn nicht lange machen. Aber im Idealfall ist es so, dass man diesen Weg dann eben dann auch zusammengehen kann. Wenn man dann durch die Tür durchgegangen ist, dann intensiviert ja dann auch die Arbeit. Und insofern ein guter Song, die Kunst muss sozusagen stimmen, ist schon mal die Basis. Und natürlich eine gewisse Offenheit für diesen Weg, den man gehen muss, um aus der besagten Masse hervorzustechen und eben deine Musik zu den Leuten zu bringen. Wie schafft man es, eine passende Welt für sich zu finden, ein Image, womit man sich wohlfühlt, womit man aber auch sich identifizierbar macht? Was wäre dein Ansatz, so ein Impulsgedanke, mit dem man anfangen sollte? Naja, ich glaube, auch da, wenn man sich erfolgreiche Beispiele anschaut, ist es oft so, dass man Musik macht, die persönlich ist, aber gleichzeitig übertragbar, emotional übertragbar auf möglichst viele Menschen. Will heißen, man kann einen Song machen, der heißt Warum hast du mich verlassen? Ich hasse dich. Oder man macht einen Song, der entsprechend anders betitelt ist, der genau das heißen kann, aber für mich auch etwas ganz anderes heißen kann. Und ich glaube, diese Adaptierbarkeit und trotzdem gepaart mit dem Gefühl, wow, der erzählt mir aus seinem Leben, das ist, glaube ich, künstlerisch, und habe ja auch viele Künstler gesigned und habe mit vielen Künstlern zusammengearbeitet im Studio und so weiter. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie, also ich bin kein Künstler, aber so. Und das ist schon mal, das ist nicht einfach, aber das ist, es gibt viele erfolgreiche Beispiele dafür. Wir haben über Schmidt geredet, ein Song wie Niemand zum Beispiel. Ich bin sicher, du zeigst ihn 10 unterschiedlichen Leuten und du hast bestimmt 11 verschiedene Interpretationen des Songs. Aber alle haben Gänsehaut. Genau. Wenn sie zuhören. Wir müssen leider zum Abschluss kommen. Ich habe noch 2 Fragen. Wenn du die Branche mit einem Fingerschnips verändern könntest, was wäre der Impact, den dieser Fingerschnipp hätte? Also mit einer Maßnahme, meinst du? Ich glaube, oder sagen wir, eine Schwäche oder eine Herausforderung der Branche besteht darin, dass man in der heutigen Zeit viel mehr Zahlenmaterial hat. Und ich bin nicht gegen Daten und gegen Zahlen, aber es ist ein normaler Reflex, dass man eben sagt, ach schau mal,
hör dir doch mal den Künstler an und die Künstlerin an. Und die allermeisten Menschen, egal, auch da agnostisch, egal ob es ein großes Label, ein kleines Label ist, sagen wir, ach, wie heißt der Künstler? Ja, Hans-Peter, ich tippe mal ein, Hans-Peter auf Instagram, 150 Follower. Und dann kommt der nächste Künstler, okay, wie heißt der? Giovanni, ich gebe Giovanni ein, 1 Million Follower auf Instagram. Und es liegt in unserer menschlichen Natur ein Stück weit, dass man da vielleicht mehr zuckt, so in Richtung Giovanni. Ich würde diese Form des Markierens abschaffen. Ich glaube... Dafür kann man mal aber einen kräftigen Applaus geben, ihr Lieben. Und auch das ganz wichtig, weil ich sehe vor meinem geistigen Auge, ja, es ist eine romantische Welt, von der er quatscht und ja, und damit kann man kein Geschäft machen. Nein, nein, nein. Ich glaube das nicht. Jetzt, wo für dich ein neues Kapitel begonnen hat, was reizt dich an deiner neuen Lebensphase, vor der du jetzt stehst? Also zum einen reizt mich natürlich die Tatsache, dass ich jetzt seit ein paar Monaten verstärkt das machen kann, wofür ich 25 Jahre wenig Zeit hatte. Das sind gar keine verrückten Dinge. Also ich habe immer viel Musik gehört und ich kann jetzt noch mehr Musik hören und anders Musik hören. Ich habe immer versucht, viel zu lesen. Ich kann jetzt noch mehr lesen. Ich bin, wie du vielleicht weißt, begeisterter Motorradfahrer. Ich kann jetzt noch mehr Motorrad fahren. Und das kann ich jetzt weiter durchexerzieren auf Reisen und so weiter. Und das ist, ich war und bin ja immer von einer gewissen Neugier getrieben. Neugier in Bezug auf meinen Job, in Bezug auf mein Leben und bin sehr dankbar dafür. Es ist ja eine Form von Luxus, die man hat, wenn man sozusagen sich erlauben kann, neugierig zu sein. Und das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht und wovon ich mir viel verspreche. Und ich kann auch nicht sagen, wohin das führen wird. Natürlich jetzt werde häufig gefragt, ja, und die Leute wollen so, ja, das Comeback jetzt kommt und der will es nur nicht sagen und dann bam. Das gibt es im Moment noch nicht und das ist auch nicht mein Hauptantrieb. Aber ich habe mal gesagt, so, dass ich jemand bin, der gerne in den Tag hineinbeißt, ohne verbissen zu sein. Und das kann ich eben jetzt noch intensiver machen. Und darauf freue ich mich und dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt entlässt du uns mit dem Spoiler des Jahres. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir. Danke, Patrick, für den Austausch und für die offenen Einblicke in dein Leben und in deine Karriere. Ich danke dir, ich danke euch. Danke an der Stelle auch nochmal an die CO Pop dafür, dass ihr uns die Bühne gegeben habt. Danke an euch natürlich, dass ihr da wart. Danke an mich für die Liebe und Herzblut, was ich hier reinstecke. Und passt auf euch auf. Hip-Hop lebt!